24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Grill Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 4. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur 2. Folge der Gruppe B. Am Morgen des ersten Angeltages konnten vor allem 2 Angler auftrumpfen. Tabellenführer Christopher Jung vom Shimano-Team brachte 4 Zander in die Wertung und hat den Spot noch nicht gewechselt, denn er möchte zumindest einen Zander noch durch einen besseren ersetzen. Der Belgier Sami Muhib, der für die japanische Hardbait-Marke Yosuri antritt, fing 4 Hechte, 3 davon waren regulär gehakt. Er liegt auf Platz 2 und geht nun auf eine zweite Fischart. Rang 3 und 4 wird von den YPC-Boat-Kollegen Herbert Ziereis von Moby Softbaits und Markus von Euf von Bullseye Fishing belegt. Der Bayer und der Schweizer fingen je einen kleinen Hecht. Frédéric Julien von Headbanger Lures und Luis Mendes für das Raubfischzentrum konnten noch keine Wertungsfische fangen. Letzterer hatte es zunächst auf Zander und dann mit einer sehr interessanten Maus auf Hecht probiert. Da das jedoch nicht funktionierte, soll es nun etwas Bewährtes richten. Jetzt kommt ein klassischer Jerk dran. Noch einmal die Stelle abfischen hier. So. Ich habe heute für die Poldertour nur eine kleine Box mir fertig gemacht. Quasi mit Ködern, die am Polder sehr, sehr gut laufen können. Meiner Erfahrung nach war es aber die letzten Tage echt schwierig. Deswegen muss ich doch noch so ein bisschen den Code knacken. Aber der klassische Jerk hat auch ein paar Kontakte und Fische gebracht. Mal gucken. Wir sind bald an der nächsten Stelle. Ich habe Bock. Ich hoffe, die Zander haben auch Bock. Und wenn ich viel Glück habe, kriege ich sogar noch einen Barsch. Hier sind wir. So, jetzt gibt es noch hier kleines Striptease. Ich schmeiß mich in die Warthose. Das ist an der Stelle einfach schöner, weil ich hier auf den nassen Steilpackungen rumrenne. Und ich habe mir vorher schon einen Schuh voll rausgezogen. Drum in die Warthose. An der Stelle habe ich vor, etwas länger zu bleiben. Ich nehme darum auch mehrere Routen mit, damit ich eben schnell den Ködertyp oder die Montage wechseln kann und nicht jedes Mal lange rumschrauben muss. Los geht's. Jetzt kommt der dran, der im Training am meisten geliefert hat. Crankbait von Shimano, World Rush heißt der. Hat hier auch so eine Holofolie drin, das Flash Boost System, das quasi nochmal so einen Zusatzreiz gibt. Das Ding fliegt wie Hölle, vor allem an der Baitcaster. Und da gucken wir mal, ob wir damit vielleicht nochmal einen Barsch oder einen Hecht gecrankt bekommen. Okay, der Spot hat nichts mehr geliefert. Jetzt geht's auf zum Polder. Da sind ein paar Barsche drin. Ziel ist aber da, den Hecht zu fangen. Hoffentlich klappt das. Let's go. Kommen wir kurz zum Gerät, was ich hier in dem Spot gefischt habe. Das ist die neue Sustain 82H, ist 2,49 Meter lang und hat ein Wurfgewicht von 21 bis 56 Gramm. Und damit konnte ich hier mein doch schon wirklich schweres Dropshot-Gewicht ganz gut angeln. Rute liegt super in der Hand. Dazu eine 3000er Stradic, ist also sehr, sehr gut ausbalanciert. Beim Köder seht ihr, ich habe hier wirklich hechtsicher einen Dropshot montiert. Das ist knotbares Titan. Damit konnte man also ganz normal einen Dropshot-Haken machen. Ja, und damit hat man hechtsicher zwar nur kleine Zander gefangen, aber immerhin habe ich ja schon meine 4 voll gemacht.
schöne Rutschpartie. Aber wir sind ja so grazil wie eine Graugazelle. Oder wie heißt es hier mit dem Rüssel? Weiter geht's. Okay guys, so now we move. We will go street fishing in Amsterdam for perch. Maybe Zanders, but first perch. And I hope to catch one pretty fast, pretty quick, and then we can spend the rest of the day for Zanders. Forget my wallet. Always forget something, always. Losing time. How long do they need? Okay, let's change. What the fuck? Yeah, okay. Try this one. Not really good. What the fuck, man? I went here the last days and never any trouble. Yeah, okay, thank you for losing my time. Okay, let's try again. Okay guys, here it's really interesting because you see in the water there's some kind of lily pads and not so much water, like maybe 50 or 60 centimeters of water. So there is a lot of by night Zanders, but normally during the day some perch. The guys I was fishing with during training caught like 42 centimeter perch. I caught smaller ones, but there is big ones to catch here. So let's try it. Der ist gut. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Ich habe den jetzt vom Ufer aus genommen. Das war jetzt super zum Anschauen. Ich habe einen Wurf gemacht und dann habe ich mir gedacht, ich muss mit dem Köder noch näher ans Ufer rüber. Und dann sehe ich ihn schon wieder rausstarten. Oder? 71er Hecht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Herbert kommt in Fahrt. Dieser Hecht hat schon eine bessere Größe und Herbert kann Sami etwas auf die Pelle rücken. Fred, der es weiterhin auf Barsch und Zander probiert, ist davon nicht begeistert. Ah, fuck. Herbert, too bike. More and more guys are scoring. Herbert back in the game with 2 pikes, 57 and yeah, now it's 71. Oh. Slowly but surely. Ich hätte dir die Samples der kommenden Serie Run and Gun hätte ich dir, glaube ich, ansägen müssen. Nicht, dass man hier noch mit meinen Waffen zu gefährlich wirst. Nee, dickes Petri, Herbie. Sei dir gegönnt. Das ist, wenn man Titan und Geflecht mit der gleichen Schere schneidet irgendwann. Und gleichzeitig ist es ein gutes Zeugnis für die Schnur. Das ist hier eine 12-fach geflochtene, auch ein Muster von einer kommenden Schnur von uns. Sehr hohe Tragkraft, ist für eine 12-fach verhältnismäßig sehr unanfällig und super weich, lässt sich toll werfen. Und jetzt wird es mal Zeit, dass die Schnur stramm wird und hier endlich ein Zander vorbeischaut. Ja, jetzt schauen wir mal, dass ich nicht gleich hier mir das Genick breche. Das ist natürlich richtig rutschig. Oh, oh, oh. Ist richtig rutschig, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ich mache es jetzt aber so, ich lasse die Routen erstmal hier, nehme nur eine mit.
Ja. So, das war's jetzt mit den Hechtpoldern. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, die sind hier nicht so aktiv. Normalerweise hätte ich schon längst mir einen Fisch erhofft. Wir werden das jetzt so machen, dass wir zu einem Kanal fahren und dann quasi die dritte Fischart heute angreifen, den Barsch. Und ich hoffe, dass wenigstens die heute bei mir mitspielen, weil bis jetzt ist das wirklich sehr ernüchternd, aber ich habe noch genug Zeit. Müssen jetzt nur leider ein kleines Stück fahren. Ja, und dann werde ich mich hoffentlich noch mal in den letzten Stunden um den Hecht kümmern können. Weil in der Nähe vom Kanal habe ich auch noch mal ein paar Hechtpolder. Ja, leider nichts gewesen, aber es kann ja nur noch besser werden. Während Luis die Polderangelei erst einmal ad acta legt, ist Chris mittlerweile an seinem zweiten Spot angelangt. Ja, wir sind jetzt am Polder angekommen, an meinem hoffentlich Hechtspot. Wir versuchen jetzt erstmal mit einem Crankbait den Hecht da vorne mitzunehmen. Jetzt müssen wir die Crankbaits nur finden, die sind unten drin. So, da haben wir den Bait. Den World Rush mit so einer Holofolie drin, die reflektiert, nennt sich Flash Boost Technology. Der Köder läuft extrem aggressiv, also sogar hochfrequenter als ein Chatterbait. Und er hat im Training die meisten Fische gebracht. Hoffentlich hier auch. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig hin, denn da unten ist der Herr Hecht zu Hause. So, wir sind endlich am Barsch-Spot angekommen. Wir mussten leider knapp über 30 Minuten hier hinfahren. Wir befinden uns an einem Kanal und hier werde ich richtig Strecke machen. Ich werde abwechselnd mit Cranks, Chatterbaits und Spinjigs ja, die Spundwand abfischen. Und hier und da an bestimmten Ecken, wo die Spundwand aufhört und zum Beispiel ein paar Steine im Wasser liegen, werde ich ein paar Würfe machen, aber ansonsten wird es heute heißen Strecke machen. Eine meiner Lieblingsangeleien, wie ihr euch vorstellen könnt. So, wir fangen an. Drückt mir die Daumen. So, den Köder ein bisschen auswerfen, ein bisschen Schnur geben und auf geht die lange Reise. Fisch! Das ging ja schnell. Ich bin gerade angefangen, den Spot abzufischen und habe jetzt den ersten drauf. Wahnsinn. Wahnsinn. Geh nur nicht ab. Komm schon. Das war bitte ein Barsch. Das wird mir alles ein bisschen erleichtern. Ja, es ist ein Barsch. Es ist ein Barsch, es ist ein Barsch. Es fühlt sich wie ein Barsch an. Komm schon bitte. Es ist ein Barsch, es ist ein Barsch. Ja! Ja! Der Plan ist aufgegangen. Vor dem Fisch hatte ich echt Angst. Ich habe einen Barsch. Jo, das war so wichtig. Weil am zweiten Tag in einer anderen Zone, da habe ich mich echt schwer getan, Barsche zu finden. Yes! Yes! Jo, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Freunde, mein erster Fisch für den YPC 22. Ein Barsch. Hammer. Hammer, ey. Dass der Plan instant aufgegangen ist hier.
So, der Moment der Wahrheit. Ich glaube, ich muss ihn so rummessen. ...41. So, Kameramann und gleichzeitig Schiedsrichter hat entschieden, ein 41er Barsch. Wichtige, wichtige Punkte. Vielen Dank. Hammer. So, ich bin so happy, Freunde. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, Kleiner. Mega. Mega. Plan ist aufgegangen. Yes. Ich habe noch Zeit, Freunde. Ich habe noch Zeit. Und das ist mein Spot. 5 Kilometer werde ich jetzt hier den Kanal lang gehen. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben, dass der Plan so aufgegangen ist. Ist das crazy. 3 Minuten am Spot. 3 Minuten am Spot. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt. Copy und Paste. Köder wird einfach 40 Meter hinter mir hergezogen. Dabei! Nach erfolglosem Zander- und Hechtfischen klappt es mit dem Barsch sofort, was Luis wahnsinnig glücklich macht. Ein 41er Barsch ist in diesen Tagen viel wert und auch die Konkurrenz ist beeindruckt. 41er Barsch. Oh, das ist ein bisschen mein Problemfisch, der Barsch. Petrian Lewis, das ist eine starke Nummer. Der Barsch hat sich im Training als wirklich schwierig herausgestellt. Hier im Polder haben wir zwar welche drin gehabt, hatten die auch dran. Jetzt hoffen wir, dass wir da nachlegen können und auch so einfangen. Im Idealfall sogar einen Zentimeter größer. Aber natürlich, Petri erstmal hier an dieser Stelle an Lewis. Schöner Fisch. Jetzt probieren wir mal Spinnerbait aus. Gerade wenn man am Polder angelt, kann es als ganz nützlich sein, wenn man den Köder leise ins Wasser eintauchen lässt und nicht so laut platscht wie bei einem normalen Wurf. Schaut mal, wenn ich das Ding normal werfe, das klatscht da richtig laut rein. Das kann manchmal die Fische aktivieren, aber gerade ufernahe Fische, wenn ihr denen direkt auf den Kopf werft, kann es auch sein, dass sie wegschwimmen. Und deshalb gibt es eine Wurftechnik mit der Baitcaster, nennt sich Circle Cast. Also man lässt den Köder um die Rutenspitze kreisen, hält den Köder damit sehr, sehr flach über der Oberfläche und bremst den Köder mit dem Daumen ab, sodass der fast lautlos eintaucht. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Braucht ein langes Pendel, ungefähr 70 cm. Einmal kreisen lassen, flach loslassen und dann ganz langsam eintauchen lassen. Wichtig ist die Kontrolle über den Daumen. Wenn ihr den Wurf probiert, es ist eine ganz lockere Bewegung, seht ihr hier. Und die Hauptaufgabe ist euer Daumen. Der muss den Köder vorher nicht druckartig, sondern ganz geschmeidig abfedern. Und dann schafft ihr es, in Poldern den Köder auch wirklich leise zu präsentieren, sodass die Fische, die am Ufer stehen, nicht erschrecken. Hoffen wir, dass es klappt. So, for the moment I can say that I'm missing of inspiration a little bit. My first plan didn't work, so now I'm doubting about the rest of the day, so I need to really get myself together a little bit and think about the next move. There's kind of two options. I keep fishing around and not lose time driving, or I have another option a little bit more far away, but that includes traveling time and potentially yeah, I'm going to miss some fishing time at the end, and it's going to be very valuable. So yeah, it's a tough call. It's about tactics also for tomorrow, saying tomorrow I know that I have a better pike waters, but I also could get some pike and then transfer some time on zander and perch tomorrow. So yeah, need to think about that. I think we're gonna go to the car, grab some food and let's make a plan. Limitiert, exklusiv, ready to catch und zuletzt leider auch immer der Grund für enttäuschte Gesichter, nämlich von all denjenigen,
die keinen Drop abbekommen haben. Solltest auch du dich über einen verpassten Drop geärgert haben, hast du jetzt eine neue Chance. Wir haben hier hammergeile Produkte von ausgewählten Top-Marken im Wert von 65 bis 80 Euro für schlappe 39,95. Wir haben einen exklusiven Expertentipp als Video. Wir haben ein fettes Gewinnspiel und ihr findet auch Anwendungstipps in Form von einem Unboxing-Video und als Erklärungsflyer hier mit drin. Es ist also nicht nur was für Pros, sondern auch für Anfänger extrem gut geeignet. Der limitierte Lure Drop 09 ist jetzt verfügbar. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. JetBoost verschafft dir am Wasser einen Vorteil, indem es die Wurfweite und Präzision im Vergleich zu anderen Hardbaits gleicher Größe und Gewicht deutlich verbessert. JetBoost nutzt die Zentrifugalkraft des Wurfes, um ein Gewicht im Inneren des Köders beim Ausholen nach hinten zu verlagern und es anschließend wieder nach vorne zu schieben, wenn der Köder durch die Luft katapultiert wird. Sobald der Köder auf der Wasseroberfläche landet, ist das Gewicht sofort wieder in perfekter Balance und der Köder läuft schon beim ersten Ankurbeln perfekt. Das ist JetBoost. So now guys, I'm putting some small shad here, a perch shad 7 cm with a tungsten jig head, because during training the perch were on really small lures, not crows like they often used to eat, but really small fish. So that's how we will do now. Let's try it. Guys, I caught so many perch here during training. On this grass, it seems that for now they're not willing to bite or not here anymore, so we won't try for long. If I don't have at least one bite in the next minute, we will go directly to the zander spot. I need one perch here. I want to go for the full count today, and this is my perch spot, so I need one. Ist das ein Gemüse hier, ey. Jesus. Oh. Ich liebe Uferangeln. So, jetzt sind wir an einer Stelle angekommen. Hier ist die Spundwand offen und hier ragen Steine rein in den Kanal. Und das ist dann so ein Spot, den ich dann einmal kurz abwerfe, bevor ich dann quasi an der Geraden wieder weiter lang laufe. Nur 3, 4 Würfe, einmal hier über die Steine, gucken, ob da vielleicht ein Räuber steht und dann geht es wieder weiter. So back to the spot under the gate, under the sluice. I really trust this spot, and finally I took the decision to really keep a little bit more time there and really try to fill up with 1 or 2 zander and hopefully a perch in between. So in between the boats I'm going to walk around the quay and fish really the bottom of the quay. So I'm fishing with the Bangor rib from Ed Bangor, and it's really a unique grub because of the body structure. You see it's many ribs there and it's very flexible. So it's very little material. In fact, you have material at the head and a little bit at the tail. These are specially made for the rocker head, but since in here I have a lot of depth, the rocker head will not be efficient, so I change to regular jig head. But what I like is that since the belly is empty there, I can put a lot of booster, some scent. And also, I really believe that all those ribs are vibrating and giving a little bit of extra action, and that make also the bait very flexible. So, since it's not a plain body, also when the fish are biting, it's really soft, and they take it very easily in the mouth. Let's try to catch one now. Okay guys, so now we are leaving the spot. We already spent too much time on the spot without fish, so
I don't think I will catch perch today, so no full catch for me today for sure. But yeah, I will go for perch again in the next days, of course. So now we go to the next spot, and it's a zander spot. That's what we do, that's just what we came for. Schön auf dem Goofy. Oh, Moment. So, wurde auch mal Zeit. Aber ein wunderschönes Tier. Also das ist jetzt wirklich ein makelloser Zander. Schaut euch das wunderschöne, rutschige Tier an. Herrlich. So. Scale ist nass. Schaut hier, wunderschön genommen hier. So, hatten uns wieder gegeben. Entspannen Sie sich. So, und was haben wir hier angerissen? 56,5 gibt 57. Das sagt der Kameramann. Ja. Herrlich. Ein wunderschöner Fisch. Die Tox, die sind einfach, ja, das gibt es nur beim Zander. Das macht einfach Laune. Bam. Zweiter Fisch, zweite Fischart. Selbe Größe, aber ich nehme lieber einen Zander mit 57 als so einen Flötenhecht. So, dann müssen wir da unsere Mitstreiter noch informieren, dass auch alles hier mit rechten Dingen zugeht. Ja, und beim Eintragen sehe ich gerade, da wurde nachgemeldet. Der Luis hat jetzt noch einen 41er Barsch gefangen, das sind natürlich super Punkte. Und der Herbie hat den zweiten Hecht mit 71, das ist auch schon ein schöner Fisch auf jeden Fall. Dickes Petri an alle, solange nicht mehr fangt als ich, ist alles in Ordnung. Schöner Zander. Markus zieht an Luis und Herbert vorbei und holt sich den dritten Platz zurück. Sami, der gerade auf dem Weg zu seiner Zanderstelle ist über die aktuellsten Fänge im Bilde. Okay, so I just looked at the WhatsApp group and Luis took a perch of 41 centimeters, so it's pretty good for the competition. If he managed to catch some zanders or pike in the afternoon, he can climb and be on the top 3. And Marcus caught a zander, so yeah, the guys are starting to catch pretty well. I need to move my ass and now catch a zander. Gerade eben habe ich ja noch Dropshot dran gemacht. Ihr seht's, da fehlt was. Wir probieren es jetzt mal als Pintail, aber das war hier gerade ein heftiger Biss. Komm, bitte lass es dieser 45er Barsch sein, den wir hier im Training dran hatten. Ah, der wäre so wichtig. Der wäre so wichtig. Dropshotten am Polder, das wäre zu schön gewesen, wenn man das hätte auf Kamera mitnehmen können. Aber den Biss haben wir ja vielleicht drauf. Den Biss haben wir nicht drauf, höre ich gerade. Den habe ich live. Den hast du, ja, das war aber auch kein Biss, mein Junge. Das war hier der, ist das eine Wurzel? Das könnte eine Wurzel oder ein vergammeltes Stück Weide oder sowas sein. Willst du sie messen? Oh, wie hoch ist denn das Maß für sowas? Guck mal, das sieht aus wie eine Hand, aber mit 3 Fingern. Und der hier in der Mitte, der zeigt dir, wie wir den messen. Alles Spaß. Gucken wir mal, ob in dem wahrscheinlich letzten Wurf doch noch einer geht. Ich hoffe es. Drückt mir die Daumen. Und wenn ihr die Daumen für jemand anders drückt, ich nehme auch Füße. Oder besser gesagt Zehen. Aber dann bitte beide.
So now guys, we just arrived on my zander spot. The weather seems good for zander, a bit cloudy. The other guys took some zander also. So I have good hopes for this spot. We'll see it in a few minutes. See, there's water coming in and out with the boats passing, and that's where the zander is normally. Wird immer viel gefachsimpelt über den richtigen Gummifischkleber. Fast Fix von Tech Masters. Bin ich super mit zufrieden, und das Geile ist, das hat hier einen mega coolen Verschluss. Da pappt nichts fest, und durch das kann man den wirklich auch brauchen, bis er leer ist und nicht nur bis vorne alles zugeklebt ist. Fisch ab! Ja! Ganz eine verrückte Angelegenheit. Ich habe schon gerechnet, dass er nicht mehr dort ist, aber dann ist er gleich nochmal drauf. Also hat man natürlich bei einem Hecht auch mal, wenn wir noch so viel Glück haben, dass wir noch fangen. Das ist der Wahnsinn. Erst schon verloren und dann gleich nochmal drauf. Brutal. Brutal. Wie viel hat der? 62, oder? Der nächste Hecht für Herbert, der damit wieder auf Platz 3 vorrückt. Mittlerweile hat der Bayer auch eine Erklärung für das schwache Beißverhalten auf seiner morgendlichen Polderstrecke. Jetzt kommt gerade ein Auto vorbei und sieht uns da angeln, dann sagt er zum Christian bla bla bla, was man halt so redet und so. Er hat gestern vier Hechte gefangen an dem Platz, wo wir jetzt gerade vorne waren, und ja, da braucht man sich dann nicht mehr wundern, wenn die nicht so scharf sind, wie man normalerweise möchte. Das ist immer schlecht, wenn vorher jemand geangelt hat oder zweimal in einer Polderstrecke, die nochmal fischt, der wo was gefangen hat. Das spannt man einfach. So, ein bisschen Schnur geben. Schön an langer Leine. Also ich fische wirklich den Crank so circa 40, 50 Meter hinter mir, damit der Crank es auch schafft, den Boden zu berühren. Würde ich den an kurzer Schnur führen, hätte er nicht die Möglichkeit, auch wirklich auf Tiefe zu kommen. Und ich möchte, dass er schön aufschlägt auf den Grund. Und dafür brauche ich auch ein bisschen Geschwindigkeit, deswegen bin ich so schnell unterwegs und so ein bisschen außer Puste. Aber das macht ja nichts. Auf geht's. Powerfischen. So nach Regenjacke und Gummistiefel, da wird es schon nach ein paar Kilometern gut warm. Ich bin gut am Dampfen. Es tut mir in der Herz und Seele weh. Aber der Polder hat leider keine Fische gebracht. Jetzt geht's weiter. Von dem hier hatte ich mir tatsächlich am meisten versprochen. Wir haben hier im Pre-Fishing, das heißt ja immer so schön, im Pre-Fishing fängt man alles, aber wir haben hier wirklich schöne Barsche drauf gehabt. Die hätte ich euch gerne vor die Kamera gezeigt. Hätte die natürlich auch gerne auf meinem Scoreboard gehabt. Da ist leider nichts draus geworden, deswegen gehen wir jetzt an einen anderen Polder. Da gibt es wahrscheinlich keine Barsche, aber ja vielleicht den ein oder anderen Hecht für mich. Drückt die Daumen oder Füße. Okay guys, so now I just moved a bit. I'm still on the same river, a few hundred meters up, and that was one of my good spots during training. I caught a few zanders but also pikes. Yeah, they were feeding on small fish, so I'm with a 9 cm bleak shad here, and I hope it will do the trick.
Zander Nummer 2. Jetzt gibt es hier einen Fisch, es strömt richtig und dann 15 Sekunden später war er auch schon da. Sehr geil. Er ist etwas kleiner, aber wie er den Gummi weggenagelt hat. Und jetzt schaut euch mal an, wie der den Gummi hier reingehämmert hat. Da ist der 10er Goofy. Schmeckt den Zandern. So, dann schauen wir mal, was der hier auf die Matte bringt. 51. Schön 51er Zander. Da machen wir gar nicht lang. Der darf wieder rein. Nicht ganz die Größe, die ich mir wünsche, aber solange ich hier Kontakte kriege und die Fische hängen bleiben, ist alles super. Alles perfekt. Der Herbie hat auch noch einen 62er Hecht gefangen. Das war der Übeltäter, gerade vorher gewechselt nochmal auf eine aggressivere Farbe. Ich habe vorher einen Abriss. Und was halt wirklich geil ist bei dem Goofy, das wissen viele nicht, das TP, was hier auch kaum zu zerstören ist, das hat den weiteren Vorteil, dass das auftreibt. Und da habe ich extrem viele Bisse. Der Jig geht auf den Boden und der Schwanz steht immer auf und durch die Strömung macht er noch ein bisschen was und häufig sammelt es genau dann ein. Goofy 10 cm und was auch richtig geil ist, ist halt hier die Faltkerbe. Wenn ihr schön hier mit einem 4-0er Haken, je nach Hersteller 3-0, 4-0 angelt, dann passt das perfekt und ihr habt echt eine gute Bissauswertung. Momentan ist es ein Zweikampf um den 3. Platz zwischen Markus und Herbert. Doch wenn ihr Privatduell so fischreich weitergeht, werden Sami und Chris bald eingeholt. Markus ist erstmal Dritter, bei Chris wird die Hechtsuche unterdessen nicht leichter. In dem Bereich hier hat bestimmt noch keiner geangelt, wenn man sich mal anguckt, wie hoch hier das Schilf steht. Aber wir gehen hier mal inkognito und versuchen hier im Cover, aber wir sind im Cover, den Fisch zu fangen. Den Fisch, also den Hecht. Genau den einen Hecht, der hier steht. Ich brauche nur den einen. Die anderen sind mir egal. Wow! Ist schon verrückt, was man alles macht, um so einen Hecht zu fangen. Oh, habe ich den? Ja, den habe ich gerade noch so ins Wasser getroffen. Oh, hier sind Brennnesseln. Das hat man gleich gemerkt. Junge, geh weg hier. Ich würde es jetzt so feiern, wenn jetzt einer beißt. Die Kescher-Aktion wird auf jeden Fall geil dann. Ah, verarscht. Ja, komm, wir laufen ein paar Meter weiter. Hier im Cover steht scheinbar keiner. Aber da vorne sieht es nicht besser aus. So Freunde, wir haben ja heute die große Kanaltour geplant, aber ich muss sagen, die ganze Zeit mit dem ausgestreckten Arm so am Kanal lang zu laufen, das geht ganz schön auf die Schultern und ich bin gerade nicht so richtig im Training. Deswegen halte ich jetzt mal kurz an einem Polder. Hier habe ich im Training auch einen Hecht gefangen und vielleicht mit ganz viel Glück schaffe ich es hier an der Stelle noch einen Hecht zu fangen. Dieser Spot liegt genau zwischen meinen Kanalspots. Deswegen nehme ich den jetzt mal kurz mit. Entspanne mal kurz meine Arme ein bisschen, mach mal hier 20 Minuten ein paar Würfe auf Hecht.
Akkus wieder tanken und dann geht der Vollsprint wieder am Kanal los. Yes. Täschchen, Scale, Zange, alles drinne. Jetzt müssen wir nur einen kleinen Move machen. Barschkiste raus, Hechtkiste rein. Und einen Kescher nehme ich auch noch mit. Ich hoffe, es beißt kein großer Hecht, sonst habe ich ein Problem. Alright, let's go. Ich lege es drauf an. Ich fische von der Brücke mal kurz den Spot hier ab. Kann nämlich schön parallel zum Schilf werfen. Das ist oft der Trick beim Poldern, dass man nicht großartig den mittleren Bereich befischt, denn die stehen ganz gerne mal am Rand. Und gerade wenn man viel Schilf hat, da lauern die Hechte. Und ja, warten darauf, dass was zu futtern vorbeischwimmt. Und was haben wir heute hier? Das Buffet ist eröffnet. Die weiße Maus, die hat auch das letzte Mal hier an dem Spot delivered. Mal gucken, ob das heute auch so klappt. Erstmal mache ich einen kurzen Wurf, um den Bereich hier vorne abzufischen. Nicht, dass ich auf voller Wurfdistanz einen Hecht drauf bekomme und den dann randrill und eventuell andere Hechte, die hier direkt vor den Füßen stehen, verscheuche. Ah, das wäre natürlich ein Träumchen, wenn ich überhaupt hier einen Fisch fange. Im letzten Moment besinnt sich Luis, dass ein Hecht in jedem Fall erstmal gut wäre, während Markus Oberflächenaktivität an seinem Spot beobachten konnte und entsprechend reagiert. Hörst du das? Blub, schon wieder. So, ich renne jetzt schnell zum Auto, hole mein Topwater-Zeug. Da unten ist gerade ein Rapfen am Rauben. Leider kann man es nicht mehr lesen, aber der Bene hat mir hier eine schöne Box zusammengestellt, damit es auch klappt mit den Topwater-Punkten. Und jetzt probieren wir es mal. Da war gerade ein Rapfen, hier von Topwater Productions. So eine Mischung aus Stickbait und Popper. Das ist jetzt kein Splashbait, aber der schmatzt so ein bisschen, wenn man den animiert. Und jetzt hoffe ich, dass der Rapfen da nochmal vorbeizieht. Dann kriegt er den vor die Nase. Und bestenfalls schnappt er zu. Das wären dann 10 Topwater-Punkte für mich. Vielleicht fange ich den ja jetzt gleich. Ah, der kommt, er ist dran. Der war am Köder. 2 fette Rapfen. Oh ja. Ah, fuck it! Da ist die Schuppe dran. Da ist die Schuppe dran. Sieht man? Scheiße, war am Köder, aber... Boah, daneben. Direkt neben dem Köder. Jetzt mache ich den Wurf noch fertig, jetzt wechsle ich wieder auf Jig. Aber das war schon mal Action hier. Eine Schuppe dran, einmal eine Attacke, der Köder verfehlt, aber meistens ist es dann so in so geringer Strömung, die versuchen es einmal und irgendwann kommen es dann dahinter, okay, das ist wirklich nur ein Stück Plastik und dann war es das wieder auf den Köder. Ich werde noch mal einen Köderwechsel machen, vielleicht kriege ich die auf dem Prop-Bait verhaftet. So klein. Der ist noch gar nicht ausgedrückt, weil der hat gar nicht mitgekriegt, dass er gefangen worden ist. 57. Der nächste Hecht für Herbert. Auch wenn die ganz großen Fische noch nicht dabei sind, hat sich der Bayer aus dem Moby-Team mittlerweile auf den 2. Rang vorgekämpft. Luis bricht sein Hecht-Intermezzo wie angekündigt nach circa 20 Minuten ab. Was ich jetzt machen werde, ist weiterhin am Kanal fischen, aber das Crankbait hinterherziehen, das war doch ein bisschen anstrengender, als ich gedacht habe. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen den Plan wechseln. Ich angel immer noch an der Spundwand, direkt an der Spundwand. Hier werde ich jetzt quasi vertikal meinen Köder anbieten. Einen kleinen Barsch mit 12 Gramm und hoffen, dass da vielleicht ein
kleiner, maßiger Zander einsteigt. Oder was noch besser wäre, ein zweiter Barsch. Denn die bringen natürlich gute Punkte. Ich bin auf jeden Fall hart am Fisch und das ist ein weiterer Beweis, dass man mit der Jig Whip alles spürt. Die nächste Schuppe ist auf dem Haken. Die sind gerade nicht am Beißen, aber sie sind da. Ich gebe der Stelle jetzt noch 3 Würfe und dann probieren wir was anderes. Okay, no time to lose anymore. The fish is not willing to bite here. Let's drop the unders and the perch for today and I will focus on the last big pike. So now guys, we're on the last spot from today. It's pretty open waters and I will try to catch a big pike to complete the cart with full pike and then we can go fishing perch and zander on the next day. I hope we manage to catch something big here. Nach erfolglosen Barsch- und Zanderangeln wechselt Sami nun also zum Hecht zurück. Herbert hat zeitgleich genau das Gegenteil im Sinn. So, jetzt haben wir einen Plan geändert. Wir probieren jetzt in die letzten 2 Stunden, knappe 2 Stunden bleiben mir noch übrig, Zander zum Fangen. Und zwar sind wir jetzt auf Rotterdam gefahren, eine ganz bekannte Stelle von mir. Ich habe da schon öfters Zander gefangen. Ab und zu fange ich sogar mal einen Barsch. Das war natürlich ein Traum, wenn man die Karte jetzt voll machen könnte. Ich habe jetzt von meinem Sponsor die Köder, Moby Softbait. Und habe jetzt 14 Gramm, probiere ich einmal. Aber ich habe eine große Auswahl dabei. Vielleicht noch ein bisschen schwerer. Läuft das Wasser verkehrt. Das müsste so laufen, dass sich da eine ruhige Zone bildet. Da. Ei. Leider ist jetzt an dem Platz die Tide verkehrt rum. Das Wasser läuft ab und wir brauchen eigentlich an dem Platz das Wasser genau andersrum fließend. Jetzt überlege ich, ob ich nicht gleich woanders noch hinfahre. Ja, aber da muss doch einer... Nee, aber die sind halt eben nur am Brutfressen. Und das sind einfach mal 30 Rapfen hier auf dem Fleck. Siehst du, wie es hochkommt mit der Schnauze? Na komm, wir schauen erst wegen dem Barsch, aber es ist natürlich verlockend, wenn die einen vor der Nase rumtanzen. Aber die sind wieder wie beschrieben, nur hier am kleine Brut einschlürfen und die größeren Köder ignorieren es komplett. Ah, das geht nicht, ich muss einen Wurf machen, es geht nicht. Bin schon an der richtigen Stelle an sich. Aber kein Interesse, die sind nur am Brut einschlürfen. Das ist echt sau schwierig aktuell. Die haben so viel Nahrungsangebot. Alles voll mit dicken Rapfen. Alles voll mit Brut. Solid. It's really solid. Yes. Ah, fuck. It's an asp. Or what? No, it's a pike. It's a pike. Oh, 2 Pike. 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 2
Yes. Yes, baby. Yes. Whoa. Ay, ay, ay. Man. Man. Whoa. I was just changing it from a grub to a shad. So now touching 71, approved. 71. Great. Whoa! Good catch. Thanks. Okay. Yes. Yup. Perfect. Yes. Man, believe me guys, I'm super happy. A little bit of luck on this one, but super happy. Okay. I'm a little bit disappointed that it was not a big zander, but today I take everything. Nun ist der Captain auch im Rennen. Das Vertrauen in den Schleusenspot hat sich ausgezahlt. Fred erwischt einen Hecht, die an dieser Stelle nur sehr selten gefangen werden, auch wenn er lieber einen Zander in der Größe gehabt hätte. Das Fluo hat zum Glück gehalten und die ersten Punkte sind auf der Habenseite. Bonjour, Captain Fritz. Also, der Captain ist auch ins Turnier gestartet. Erster Hecht, 71. Dickes Petri. Ich hoffe, ich kriege einen Zander, der 71 lang ist. Okay guys, I was a bit worried about Fred because he's my friend and I often work with him, so I want him to go further in the competition. So now he has a bike, that's cool. I hope he managed to catch more and he will stay in the competition and be on the 3 first guys. Now I try to fish really much more light. I adjust the size of the jig head depending on the stream. When there's no stream, I want to fish slower. I've been fishing heavy with no stream, trying to aggress them a little bit, doesn't work. And now I'm trying to fish really slow and gentle next to the bottom. Maybe also I have an information, I don't know yet, but it was quite bright color on the shad I use, on the bleak shad. So now I've been also matching the same color with the Banga rib and see if I can get bite with another vibration. Just the color, I keep the color and come back to the grub vibration. And if really I get nothing, then eventually I will go back to shad vibration. So. Und wieder im Wechsel nach meinem Kanal mache ich nochmal ein Polder. Ein Polderstück. Hier ist ja, wie so ein kleines Wehr, da kommt ein bisschen Wasser rein. Das sah eigentlich ganz gut aus. Ich habe diese Stelle nicht getestet, denn an dem Tag, wo ich hier vorbeigefahren bin, waren hier schon viele Angler. Und das habe ich mir gemerkt, liegt jetzt gerade auf dem Weg. Ich mache mal ein paar Würfe, 15 Minuten, wenn nichts geht, geht es wieder Richtung Kanal. Ich habe mir jetzt 2 Routen mitgenommen gehabt und mir denkt, naja, wenn ich zweimal abreiße, das muss für heute langen, aber die Rechnung macht natürlich der Fluss ohne mich. Und jetzt mache ich nochmal 2 neue Angeln und versuche dann die letzte Stunde noch durchzuhalten, ohne noch recht viele Knöpfe zu machen.
Weil einen anderen Platz ansteuern bringt jetzt auch nichts. An dem Platz habe ich schon mal Zander gefangen. Also, was anderes fällt uns jetzt nicht ein. Natürlich fragt man sich jetzt wieder, war es jetzt vielleicht gescheiter gewesen, ich war jetzt am Hechtpolder geblieben und hätte vielleicht da noch den einen oder anderen Hecht gefangen, der wo mich vielleicht dann noch verbessert hätte. Die Frage hast du nicht immer, aber beim Angeln weiß man nie, was gewiss ist. Und im Wettkampf sowieso nicht, weil das ist dann, sind dann eh andere Gesetze, wie man halt so mental drauf ist. Die andere Seite war, wenn ich natürlich jetzt noch einen Zander fangen darf, dann hätte ich erstens einmal 5 Fische in der Wertung und zweitens einmal noch eine weitere Fischart. Und eine weitere Fischart ist mit Sicherheit viel wert, weil, so wie die Fische momentan beißen, ist die Full Card mit Sicherheit schon mal ganz wichtig. Okay guys, so there's less than 1 hour fishing. There's like 15 minutes left. So next stop is the last for today. I really hope to catch a pike there, but it's also a possibility that I catch a perch, so we will try both. I hope I manage to catch a fish, otherwise the next day fishing will be really tough. Ja, beim Pre-Fishing haben wir uns mit dem Barsch ein bisschen schwer getan. Wir haben den Barsch aber immer dann gefangen, wenn wir den Spot gewechselt haben. Nicht von einem zum anderen Spot, sondern auf dem Weg dahin, also quasi beim Schleppen. Deshalb habe ich hier auch die Spundwand mal abgeschleppt. Ich weiß, das wurde schon mal gemacht, das ist also wenig inspirierend, aber ich sage euch eins, es ist transpirierend. Ich schwitze nämlich wie Sau, bei dem hohen Gras da durchzulaufen. Das ist doch schon anstrengend bei den Temperaturen. Wir gehen gleich da hinten zu meinem letzten Spot für heute, versuchen da noch mal einen Wertungsfisch zu fangen. Am liebsten wäre mir, glaube ich, ein Barsch, den brauche ich am ehesten, aber wir lassen uns mal überraschen, ob da hinten überhaupt noch was geht. So we are back at a new spot for 45 minutes now. The last chance for me to add a perch, zander or maybe a second pike. So I choose the other side of this crossing point because I wanted to fish on the windy side and hopefully get some activity really on the shoreline. So I'm gonna start with a multi-vibe with the spinner arm. I change it from chatterbait to spinnerbait and I put a Banga rib as a trailer, and I'm going to make a few casts really next to the rocks, see what I can get, and then after I will go around and fish with a jig-head. Das sprichwörtlich letzte Stündlein hat für alle Angler geschlagen. Kann noch jemand einen Wertungsfisch fangen und seine Ausgangsposition für den zweiten Tag entscheidend verbessern? Aber ich glaube nicht, dass das ein Zander ist. Das ist, glaube ich, ein Rapfen. Ja. Kein Zander, kein Wertungsfisch. Schaut aus, als wenn das ganz normale Rotaugen war. Holland wird das sein. Hä? Holland. Leider kein Fisch für uns. Now I use a Rockerhead X with this special hook, and I've tuned my shad. I've opened the belly with a cutter, so the shank goes inside the belly,
And like this, I have a very, very nice rolling action. It's very free. And I have an expose hook. So I'm gonna change to a shad and see if it makes a difference. Ein letzter Köderwechsel auf All-Time Favorite Color. Green Pumpkin Chartreuse, kann man eigentlich jeden Köder mitfischen. Und den ziehen wir jetzt bis zum Schluss durch, denn wir haben nur noch 7 Minuten. 7 Minuten. Da muss doch noch einer gehen. Puh. So langsam ist Pressure da. So langsam ist Pressure da. Okay guys, so nothing on this last spot. So now I'm running to a real last spot. It will be only a few casts because I have only a few minutes left. So yeah, let's run and make a few last casts. Ich habe es ja heute auch unterm Angeln schon gesagt, als da ein großes Frachtschiff vorbeifuhr. Das ist immer eine heiße Zeit. Jetzt kriege ich vielleicht auf die letzten Minuten noch eine Chance, wenn das Schiff schnell genug ist. Und das wäre natürlich sensationell, wenn ich jetzt noch einen Zander fange. Tja, hier hat wohl jemand schon mal geangelt. Kleines Futterkörbchen. Nehme ich mit als Andenken. Damit könnte was gehen. Vielleicht würde auf Friedfisch ein bisschen mehr gehen als auf die Barsche hier. Das ist echt heute gefühlt der Fisch der 1000 Würfe, der 1000 Kilometer. Die letzten Minuten kommt jetzt noch mal ein richtiger Schocker dran, der Apple Bomb. Auch eine Nummer größer. Eieieiei. Vielleicht kriegen wir noch einen Lucky Punch hin. Jetzt kommt der Wurf der Würfe. Im Schatten der Spundwand. Shit. Bumm. Leider nein. So, das ist der letzte Wurf vom ersten Tag. Hätte gern schon noch einen Zander gefangen, aber ja, die anderen haben jetzt auch nicht mehr recht viel gefangen. Also der Nachmittag scheint die schlechtere Angelzeit zu sein. Aber gut, ich habe es probiert und hoffen wir mal, dass mir morgen gelingt, dass ich einen Zander und einen Barsch fange, so dass ich die 6 Fische dann voll habe. Und ob es dann von der Größe reicht, das werden wir dann sehen. Ich habe morgen einen freien Tag, den werde ich natürlich nutzen. Und dann geht es am Donnerstag wieder weiter. Und drückt mir die Daumen, dass da noch was passiert. Ja, das Resultat würde ich sagen war mittelmäßig. Ich meine, ich bin froh, habe ich die Zander gefangen. Den Hecht von heute Morgen, den hätte ich so gesehen morgen auch noch fangen können, bin ich der Meinung. Vielleicht war es ein Strategiefehler heute Morgen auf Hecht. Eventuell wäre es besser gewesen, wenn ich direkt hier auf Zander gestartet wäre. Aber das weiß man halt nie. Definitiv war es so, dass heute die letzten Stunden die Fische einfach nicht in Laune waren. Man hat es auch gesehen, die ganze Gruppe hat sich schwer getan. Ich denke, aktuell ist noch alles offen. Die Ausgangslage von mir ist okay. Ich denke mal, 2 Zander zu haben ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, der Hecht ist ja, mit 57 Punkten jetzt nicht der Beste. Aber wir haben noch einen Tag, dann gebe ich alles, schaue, dass ich die Liste voll mache. Und am Ende wird man sehen, ob es reicht. Ja, es hat geklingelt. Das bedeutet, der erste Tag YPC 22 ist vorbei.
Shit. Ich bin halb zufrieden mit dem Ergebnis. Den Barsch habe ich bekommen, den Hecht leider nicht. Dass ich jetzt am Ende des Tages nur einen Fisch habe, ist nicht die beste Ausgangssituation für den zweiten Tag. Aber das bedeutet eins, ich muss ernst machen am zweiten Tag. Und der Plan wird es sein, ja, auf Big Fish zu gehen. Armageddon. Armageddon gibt es beim nächsten Mal, also schaltet wieder ein. Ich mache jetzt einen Strich drunter und werde meine Haken noch mal scharf machen. Denn beim nächsten Mal, verspreche ich euch eins, da gibt es richtig dicke Fische. Folks, I'm sorry. I was not able today to catch more than one fish. I get one short bite. So really long day. But anyway, it's fishing. I guess I just need a very strong second day. So guys, in the comments, please cheer me up because I'm gonna need it. I'm pretty much down and I need to refocus. We still have a training day in between the 2 days, so I'm gonna put that to work and improve a little bit my fishing around. Try to find some new spots. And thanks for watching. Congrats for the guys today that did well. And see you next time. I just caught a few pikes in the morning. The rest of the day was awful for me. For the guys it was big like that also. Some guys took Zanders and then after, boom, big drop. We catch nothing, just tried catching a small pike in the afternoon. So that's it. I think I'm still in the top 3. So next day fishing I will be focusing more on perch and zander. Now I try to catch some big ones. Puh, ist leider nichts mehr mit dem Hecht und dem Barsch.de geworden. Ich habe 4 Zander, damit bin ich einigermaßen happy. Es sind zwar kleine Fische, aber in Zone 2 hätte ich da wohl große Probleme, die Zander zu fangen. Mit dem Barsch habe ich morgen eigentlich auch ein Problem, aber wir schauen mal. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, so einen kleinen Barsch zu fangen. Hechte könnte ganz gut klappen, aber ja, werden wir sehen. Seid gespannt auf die nächste Folge. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Daumen und Zähnen drücken. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Das war Tag 1 in Gruppe B und optimal lief es eigentlich für keinen der 6 Angler. Christopher Jung hatte recht früh 4 Zander und obwohl er keinen Hecht und keinen Barsch fangen konnte, liegt er weiter auf dem 1. Platz. Herbert Ziereis, der morgens erstmal nicht richtig gut reinkam, konnte sich mit 4 Hechten auf Platz 2 vorarbeiten, auch wenn ihn die Zander am Nachmittag im Stich ließen. Bei Sami Mohib folgten auf den Hecht-Traumstart viele Stunden ohne Barsch und Zander, wodurch er auf den 3. Platz zurückfiel. Markus van Hoof hat als einziger Angler schon 2 Fischarten und ist 4. Luis Mendes konnte den einzigen Barsch des Tages fangen und Frédéric Julien ist zwar letzter, aber sowas wie der Comeback King des YPC. Insofern sollte man auch ihn nicht abschreiben. Auch wenn wir uns natürlich immer möglichst viele große Fische für unsere Sendungen wünschen, haben diese harten Angeltage auch etwas sehr Gutes. In Zeiten von Instagram und Live-Echolot-Technik werden Angelanfänger online täglich mit riesigen Fischen zugeschüttet und laufen Gefahr zu glauben, dass so der Angelalltag der meisten Angler aussieht. Nachdem wir nun die ersten beiden Angeltage der Gruppen A und B gesehen haben, wird sehr deutlich: Raubfischangler mit Jahrzehnten Erfahrung fangen an den besten Gewässern Europas mit tagelanger Vorbereitung und massig Unterstützung von ihren Teamkollegen an einem schlechten Tag auch mal nur einen kleinen oder auch gar keinen Fisch. Das ist die Realität und wir sind froh darüber, dieses reale Bild im YPC zeigen zu können.
Lasst euch nicht entmutigen, sowohl bei unseren YPC-Anglern als auch bei euch kommen auch wieder bessere Tage. Man braucht Geduld, Ausdauer, Lernbereitschaft, offene Ohren und letztlich auch einfach etwas Glück. In jedem Fall sind harte Zeiten für die Angler trotzdem spannende Zeiten für die Zuschauer. Denn hier in Gruppe B ist nach Tag 1 weiterhin alles komplett offen. In der nächsten Woche geht es aber erst einmal mit der Gruppe A weiter, und zwar bereits am Donnerstag um 20 Uhr. Wir hoffen, dass ihr alle wieder zahlreich einschaltet, freuen uns über Likes und Kommentare zu dieser Folge und natürlich über euren Support bei uns im Online-Shop oder im stationären Fachhandel. Ciao!